Mademoiselle Scooter Run 2026. Wir stellen euch wieder ein paar Custom Scooter Creations vor. Und hier neben mir steht Martin. Der hat uns schon mal Sachen vorgestellt, aber er hat auch wieder was ganz Besonderes mitgebracht. Martin, erzähl doch mal bitte was zu diesem Roller. Ja, schönen Dank erstmal, Jesko. Ich wollte schon immer eine Tarnkarre bauen. Ich habe es mit Flecktarn versucht und es wurde einfach gar nichts. Ja, daraufhin habe ich dann eben angefangen abzukleben oder beziehungsweise ich habe mich vorher schlau gemacht oder geguckt, was finde ich geil, was gibt es so. In Lübeck ist an mir ein Bus vorbeigefahren, der von der Bundeswehr gesponsert, beworben wurde und der dachte ich so, oh, wow, das sieht geil aus. Und da hatte ich irgendwie Bock drauf und ich, wie gesagt, ich hatte schon immer Bock auf so eine Karre und ich baue gerne Roller und von daher dachte ich so, ja gut, ich hatte die Karre noch stehen, die sah immer scheiße aus und ja. Ich finde auch, dass das cool aussieht, aber ich bin ja Zivil, ne? Ich hab nicht gedient, ich war Zivil. Hast du gedient? Nee, ich habe auch nicht gedient. Also ich wäre auch zur Bundeswehr, zur Marine, zur Luftwaffe gegangen, wenn ich nicht direkt auf, keine Ahnung, T7 gemustert worden wäre. Das war so ziemlich schlechteste, was es gab. Und dann hieß es ja, du darfst in die Schreibstube. Da habe ich gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also ich find erstmal, dass der Gesamtlook sehr cool ist. Was hat es auf sich mit Johnny Love, was überall drauf steht? Ja, Johnny Love ist mein Brand und alle meine Roller haben irgendwo Johnny Love stehen. Der erste, Johnny Love 4.0, das war die blau-weiß-rote Lambretta GP. Und Johnny Love kommt daher, ich habe meine Kfz immer Johnny genannt. Also ich bin immer VW-Bus gefahren und irgendwann stand ich mit einem Arbeitskollegen davor und habe dem gezeigt, wie der aussah und er meinte von innen drin, oh, wow, das ist der Love-Bus. Ah, okay. Und von daher kam dann Johnny Love ins Spiel und da dachte ich so, geiles Wortspiel und fand das irgendwie locker. Okay. Ja. Wo kommt das her? Ist das vom Karneval oder ist das irgendwas echt? Ja, ähnlich. Das ist eine, wie sagen wir, Software-Gun. Ich bin ja gerne auf Resteverwertung unterwegs und ich habe irgendwann mal beim Kumpel einen Satz Vespa-Teile aufgekauft und er hat früher Software gespielt und hat gesagt, Mensch, willst du die dazu haben, kriegst du eben mit bei. Und dachte so, ja, klar. Zuerst war die Knarre da. Dann hatte ich irgendwann die Sitzbank gekauft und dachte mir, ja geil, was machst du jetzt mit der grünen Snellerton? Und irgendwann hat sich dann das Puzzle in meinem Mind zusammengestellt. Ne? Also es gab so ein paar Sachen, die einfach da waren. Es war eine grüne Snetterton, dann die Software-Gun und dann wolltest du schon immer mal eine Tarnkarre machen. Exakt. Und die Lambretta DL, wie kommt es dazu? Die hatte ich irgendwann mal gekauft in Konvolut. Die hatte ich ewig lange stehen, wollte die dann schon verkaufen, sah aber halt echt räudig aus. Und dachte, ey, dafür kriegst du keine 2,50 Mark. Und dann dachte ich so, ja okay, lackierst sie mal eben. Und dann, na gut, wie gesagt, ich baue gern Roller und guck, dass ich dann irgendwie das, was ich da investiere, später auch gern fahren würde. Was hast du denn motorseitig gemacht? Den Motor habe ich auch irgendwann mal aufgekauft von Hobby. Da ist ein nagelneuer RB20 verbaut mit einer Lidolsheim-Kupplung, ich glaube ein Polini 34er Vergaser. Also ist schon knackig unterwegs. Mit AF-Auspuff und sowas. Sieht AF, aus, als hätte alles es Power, ne? Sogar noch hier eine Seltenheit, ein ganz alter Kettendeckel von einer frühen Li2 oder späten Li1. Ja. Also, was auch immer, mir gefällt der Roller, er sieht geil aus. Und es freut mich, dass du immer wieder neue Sachen hier ankarst. Und hoffe, dass wir noch ein paar Roller von dir vorstellen können. Gib Martin, Mühe. vielen Dank für deine Zeit. Und ihr, wenn es euch Spaß gemacht hat, Bimmel nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.